Kannst du verstehen, was hier passiert ist? Sieh dir das Video bis zum Ende an und finde es heraus. Sam reist nach Wien. Sam reist von Freitag bis Sonntag nach Wien. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat ungefähr 2 Millionen Einwohner. Die Stadt ist bekannt für ihre Musik, ihre Kaffeehäuser, ihre schönen Gebäude und ihre lange Geschichte. Sam fährt mit dem Zug von Innsbruck nach Wien. Die Zugfahrt dauert ungefähr 5 Stunden. Während der Fahrt schaut er aus dem Fenster. Er sieht Berge, Flüsse, Wiesen und viele kleine Dörfer. Am Nachmittag kommt er in Wien an. Zuerst möchte Sam den Stephansdom besuchen. Der Stephansdom ist das bekannteste Wahrzeichen von Wien. Mit dem Bau wurde bereits im 12. Jahrhundert begonnen. Besonders berühmt ist das bunte Dach mit seinen vielen bunten Ziegeln. Sam möchte auf dem Südturm hinaufsteigen. Der Turm ist 136,4 Meter hoch. Bis zur Aussichtsplattform muss er 343 Stufen steigen. Schon nach den ersten Treppen ist Sam außer Atem. Er schwitzt und seine Beine tun weh. Immer wieder macht er eine kleine Pause. Es ist wirklich sehr anstrengend. Trotzdem gibt Sam nicht auf. Nach vielen Treppen erreicht er endlich das Ziel. Er ist sehr glücklich und stolz. Von oben hat er einen wunderschönen Blick über ganz Wien. Er sieht Kirchen, Straßen, Parks und viele alte Gebäude. Der anstrengende Aufstieg hat sich gelohnt. Danach geht Sam in ein Kaffeehaus. Der Kellner fragt ihn: „Was möchten Sie bestellen?“ Sam antwortet: „Eine Sachertorte und eine Melange, bitte.“ Die Sachertorte ist eine berühmte Wiener Schokoladentorte. Eine Wiener Melange ist ein Kaffee mit warmer Milch und Milchschaum. Der Kaffee ist in Wien sehr beliebt. Am nächsten Morgen besucht Sam den Wiener Prater. Der Prater ist einer der bekanntesten Freizeitparks Europas. Besonders berühmt ist das Wiener Riesenrad. Es wurde bereits 1897 gebaut und gehört zu den ältesten Riesenrädern der Welt. Sam möchte zuerst Achterbahn fahren. Langsam fährt der Zug den ersten Hügel hinauf. Sam denkt noch: „Das ist gar nicht so schlimm.“ Doch plötzlich geht es steil nach unten. Die Achterbahn fährt schnell durch Kurven und Schleifen. Sam schreit laut und hält sich gut fest. Nach wenigen Minuten ist die Fahrt vorbei. Am Nachmittag besucht Sam das Schloss Schönbrunn. Das Schloss war früher die Sommerresidenz der österreichischen Kaiserfamilie. Es hat über 1400 Räume und gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Hinter dem Schloss liegt ein großer, wunderschöner Garten. Vor dem Schloss spricht ihn plötzlich ein Mann an. „Möchten Sie Karten für die Wiener Oper kaufen?“ Sam bleibt stehen. „Die Wiener Oper?“, denkt er. „Das muss ich einmal im Leben sehen.“ Er fragt den Mann: „Wie viel kostet ein Ticket?“ „230 €, antwortet der Verkäufer. Sam findet das zwar sehr teuer, aber er möchte unbedingt einmal die berühmte Oper besuchen. Deshalb kauft er das Ticket. Am Abend zieht Sam einen schwarzen Anzug mit Fliege an und geht zur Wiener Staatsoper. Die Oper wurde 1869 eröffnet
und gehört zu den berühmtesten Opernhäusern der Welt. Doch dann sieht Sam am Ticketschalter den offiziellen Ticketpreis. 35 €. Sam kann seinen Augen kaum glauben. Er hat 230 € bezahlt. Jetzt versteht er, dass ihn der Verkäufer betrogen hat. Sam ist sehr sauer und fühlt sich abgezockt. Als Sam in den Opernsaal reingeht, hat er alles vergessen. Der Saal ist wunderschön. Überall sieht Sam Gold, rote Sitze und elegante Kronleuchter. Besonders beeindruckt ihn die wunderschöne Decke. Viele Besucher tragen elegante Kleider oder Anzüge. Die Atmosphäre ist festlich und ruhig. Dann beginnt die Oper. Zuerst hört Sam aufmerksam zu. Der Saal wird dunkler. Er gähnt. Plötzlich hört er lauten Applaus. Sam schreckt auf. Alle Menschen stehen auf und klatschen begeistert. Schnell klatscht Sam ebenfalls mit und tut so, als wäre er die ganze Zeit wach gewesen. Ein paar Besucher lächeln ihn an. Sam schämt sich ein wenig. Am Ende muss er aber selbst lachen.